Servus zurück oder Servus, falls du neu hier auf dem Kanal bist. Heute soll es mal um das Compilation-Buch Operation Bagration gehen für Flames of War. Nachdem wir uns letzte Woche schon das Pacific-Buch angeschaut haben und ich heute in der Lieferung dieses Buch bekommen habe, dachte ich mir, ich mache hier gleich mal weiter und wir sehen uns heute dieses Buch an, ein Review dazu, bevor es nächste Woche dann weitergehen wird, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise in nächster Zeit generell mit den verschiedenen Armeen zu Pacific, damit wir hier auch noch ein bisschen mehr Details dazu bekommen. Aber erstmal hätte ich gesagt, wir schauen uns hier Ostfront 1944 Bagration Compilation Buch an, eben auch wieder eine Zusammenstellung von Büchern, die schon vor ein paar Jahren erschienen sind und das Ganze hier jetzt in einem dicken Wälzer, wo wir alles zusammenbekommen. Das ist definitiv eine sehr gute Möglichkeit, um hier einzusteigen, wenn man dazu noch gar nichts haben sollte. Aber ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal rein. Und da haben wir nun das gute Stück in Nahaufnahme Operation Bagration für Flames of War V4. Ein ganz schön dickes Buch. Im Vergleich dazu von letzter Woche das Pacific Buch mit 170 Seiten knapp, kommen wir hier auf über 330 Seiten. Also schon eine ganze Menge Inhalt, der uns hier geboten wird. Dann lasst uns gleich mal reinschauen. Übliche Aufmachung, wie wir es hier bereits kennen von Battlefront. Inhaltsverzeichnis klarerweise, wir haben den Inhalt des German Bagration-Buch da enthalten, dann eben die Finnen, Ungarn, auch mit allem sehr viel Inhalt eigentlich, wenn man sich das Ganze so anschaut. Also da ist schon sehr, sehr viel enthalten. Dann eben Rumänen und natürlich Sowjets. Und was mich hier als erstes eben schon auch überrascht hatte, waren hier die Polen. Da gab es, glaube ich, mal eine Liste in einem eigenen Booklet, ähnlich wie das bei den Rumänen der Fall war, ganz zum Anfang von V4 oder so, kommt mir vor. Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare, wenn das jemand von euch genauer wissen sollte, denn ich bin mir hier nicht ganz sicher. Ich habe da nur irgendetwas im Kopf gehabt und dann eben abgeschlossen, das Ganze wieder mit ein bisschen Geländethematik. Dann klarerweise, es gibt dann wieder den historischen Abriss, was wir aus den Büchern eben schon kennen. Und dann geht es auch schon in die erste Fraktion, hier in dem Fall German rein, mit eben wieder den Sonderregeln, die hier spezifisch dann in den verschiedenen Einheiten sinnvoll sind bzw. zum Einsatz kommen. Enthält natürlich diverse Sachen wie Salvo oder eben Flamethrower, die man kennt aus anderen Büchern und aus anderen Armeen, aber auch zum Beispiel die Stormtroopers Sonderregel. Also hier alles Mögliche enthalten. Dann geht das Ganze mit sehr detaillierten Infos weiter. Dann eben hier wieder die Übersicht über die Panzer der Deutschen und das Ganze geht hier sogar über mehrere Seiten. Und hier das zweite, was mich sehr positiv überrascht hat, im Vergleich zum Pazifikbuch haben wir hier auch wieder eine Übersicht über die Infanterie. Das finde ich immer ganz schön, weil man hier auf einen Blick quasi die Werte schon im Blick hat zu den einzelnen Kompanien, die es eben gibt, Platoons, und so auch schon Unterschiede herausarbeiten kann, wie zum Beispiel hier die Panzergrenadierkompanie oder Escort-Infanterie zum Beispiel mit eben einmal Assault hier 2 plus, ansonsten Veteran und der Skill bei den Grenadieren ist nur 3 plus, nur unter Anführungszeichen. Also da hat man eben mit einer einzigen Seite schon im Blick, wo sich was ändert und kann hier schon ein bisschen sich selbst Gedanken dazu machen, was man vielleicht spielen möchte, wohin man mehr oder weniger vielleicht tendiert in seinen eigenen Überlegungen. Dann gibt es hier natürlich die Force-Übersicht, wieder typisch Flames of War. Wie man hier auch sieht, sehr, sehr viel Auswahl bei den Deutschen. Finde ich sehr interessant, dann auch eben in Bezug, wenn man sich dazu entschließen sollte, mit diesem Buch anzufangen. Weil das Buch eben so dick ist, bringt es dementsprechend mehr Inhalt mit und man hat hier sehr, sehr schöne Auswahl. Auf der einen Seite kann das natürlich schlecht sein, weil man vielleicht nicht weiß, was man spielen möchte. Auf der anderen Seite aber für Leute, die vielleicht
die Auswahl mögen, habt ihr hier eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und Formationen, die ihr spielen könnt, mit sehr, sehr viel auch an Support, wie es hier zu sehen ist. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich werde da definitiv auch noch im Detail in eigenen Videos auf diese einzelnen Dinge ein bisschen eingehen, also auf die einzelnen Armeen und möglicherweise auch etwas detaillierter auf einzelne Formationen oder auf die einzelnen Formationen der einzelnen Armeen. Ansonsten eben typischerweise geht das Ganze dann weiter mit dem Aufbau. Hier dann die Übersicht über die Formationen im Detail. Wenn wir uns das Ganze anschauen, hier zum Beispiel die Grenadierkompanie, wieder eben die typische Übersicht, was kann ich mitnehmen, was muss ich mitnehmen. Und dann eben die eigenen Einträge zu den verschiedenen Platoons. Auch eben klassisch, wie man das eben so kennt von Flames of War. Ist hier natürlich in dem Fall sehr, sehr umfangreich, wie wir hier sehen, dadurch, dass so viele verschiedene Formationen bei den Deutschen gespielt werden können. Und ich finde auch, dass die Aufmachung hier in dem Buch sehr, sehr gut ist. Also es sind ja jetzt keine neuen Bücher, sondern eben der Nachdruck der alten Baggrationsbücher, die ja doch schon einige Jahre alt sind, ich glaube 4, 5 Jahre. Also wäre es vielleicht auch mal interessanter, mal einen Vergleich anzustellen, ob hier auch neue Formationen dazugekommen sind. Aber ansonsten, wie gesagt, von der Aufmachung her, ich finde das immer sehr stimmig, auch mit diesen Bildern, die hier reinkommen, sowohl von den Bildern selbst, mit den Einheiten, mit den bemalten Figuren, als auch diese Zeichnungen. Das baut eigentlich immer eine sehr gute Stimmung auf, meiner Meinung nach, wenn man hier so sich durch diese Sachen durcharbeitet, durch diese Bücher. Und hier auch noch eine Beispielarmee, wie man sie aufstellen könnte, 100 Punkte für die Deutschen, bezogen eben auf dieses Buch. Finde ich auch immer ganz schön, wenn es solche Übersichten gibt, vor allem dann eben für neue Spieler, die vielleicht mit einer dazu passenden Starterbox anfangen. Dann natürlich typischerweise auch wieder eine Bemalanleitung und Basing-Übersicht. Eine schnelle Unterbrechung von ein paar Sekunden für ein wichtiges Thema. Und zwar arbeite ich gerade an einer Game-Tracking-App für Android, wenn das Ganze sein sollte, auch geplant später für eben iOS. Und dazu arbeite ich auch noch an einem anderen Projekt für die Community, einer App, die etwas größer wird. Und generell, ich suche dafür einfach Leute, die sich dafür interessieren, auch das Ganze zu testen. Also falls dich das interessiert und du aktuell Android hast, bitte geh unten in die Videobeschreibung und schick mir eine E-Mail, dass du dich als Tester anmelden möchtest. Dann bekommst du von mir den Link, damit du eben die aktuelle Testversion aus dem App Store runterladen kannst und mich gerne unterstützt dabei und mir Feedback gibst zur App, zu Verbesserungen und eben auch zum aktuellen Stand der App. Das wird mir sehr viel helfen und weiter mit dem Video. Und dann kommen wir auch schon zu den Finnen. Auch hier wieder, wie ich schon im letzten Buch gesagt habe, letzte Woche bei Pacific, was mir immer gefällt, ist, dass man hier auch diese Farbänderungen dann hat von Armee zu Armee, sodass man, sobald man aufschlägt, an den Farben schon erkennen kann, eigentlich in welcher Sektion man sich befindet. Auch hier wieder die Übersicht über die Fahrzeuge gleich eben aufgebaut. Tatsächlich hier nichts dabei, was die Infanterie betrifft, an Übersicht. Weiß das jemand von euch? Ist das etwas, weil es keine eigenen Infanteriemodelle gibt, aber ich glaube schon, dass es dafür für die Finnen eigene Figuren eigentlich gibt. Da wundert es mich dann doch, dass die nicht hier mit abgedruckt sind. Ansonsten auch wieder hier die Übersicht. Schade finde ich hier, dass das Ganze sehr klein gehalten ist. Wir haben hier eigentlich nur 4 Formationen, die man spielen kann, mit vergleichsweise normal großem oder normal viel Auswahl an Support. Jetzt nicht wirklich übermäßig viel. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich eben glaube, dass auch im damaligen Axis-Buch zur Bagration auch nur diese 4 Formationen enthalten waren. Das kann ich mir aber gerne mal in einem anderen Video ansehen. Könnt ihr mir gerne Bescheid sagen in einem Kommentar, falls euch das Thema interessieren würde. Dann kann ich das mal vergleichen. Und was auch für mich interessant wäre, für jemanden, der sich historisch besser auskennt, ist das vielleicht auch gar nicht mehr, was die Finnen zur Verfügung hatten, dass eigentlich auch gar nichts anderes hier im Spiel abbildbar gewesen wäre.
und das ein Grund ist, wieso diese Auflistung hier nur aus 4 Formationen besteht. Ansonsten, was mir hier gerade noch abgegangen ist, okay, hier vorne sind die Special Rules, die habe ich dann kurz übersehen gehabt. Eben auch das wieder typisch, dass man das zu seiner Armee dann hat. Ansonsten eben, wie gesagt, gleicher Aufbau, die einzelnen Formationen, hier jetzt abgebildet, in dem Fall die Infantry Company, auch typischerweise gleich aufgebaut. Dann kommen wir zu den Ungarn. Auch hier wieder etwas mehr an Auswahl, was die Regeln betrifft. Also da kommt man voll auf seine Kosten, wenn man sich dafür interessieren sollte. Eine Übersicht, da ist natürlich sehr viel auch deutsches Material dabei, bis auf den Serini, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Ich bin nur nie an die Armeebox gekommen, das hätte mich vielleicht interessiert zu sammeln. Ansonsten hier auch mal wieder die Übersicht ein bisschen zur Infanterie. Also sonst geht es weiter eben mit dem typischen historischen Abriss und hier wieder die Übersicht über die spielbaren Formationen. Hier sehen wir schon wieder, das ist hier deutlich wieder mehr als zuvor bei den Finnen. Nicht ganz so umfangreich wie bei den Deutschen, aber eine sehr, sehr schöne Auswahl. Man kann hier eben Panther Tank Kompanie spielen, Tiger. Also man hat hier sehr schöne Auswahl, auch Motor Rifle Company oder Rifle Company, also auch verschiedene Möglichkeiten. Dann auch hier bei den Assault Guns gibt es verschiedene Auswahlen. Eine insgesamt sehr, sehr schöne Übersicht bzw. Möglichkeit, was man hier bei den Ungarn so alles spielen könnte. Persönlich, ich hätte ja Interesse gehabt, so eine Serini-Armee aufzubauen, also eine Formation darum herum aufgebaut, weil die, glaube ich, auch in der Army-Box dabei waren damals, also im Army-Set oder auch hier eine weitere Möglichkeit. Also da gibt es schon sehr, sehr schöne Sachen, wo man sich voll und ganz austoben könnte bei den verschiedenen Armeen. Auch im Vergleich jetzt dazu zum Beispiel D-Day oder den anderen, auch Sachen wie Nordafrika, hier wieder ganz andere Fraktionen, Armeen zur Auswahl, um hier auch ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen. Ansonsten genau das wäre das gewesen, was mich interessiert hätte. Man sieht hier, ist nicht sonderlich umfangreich das Ganze, aber diese Formation zusammen mit vielleicht einer weiteren zweiten Formation hätte schon das Ganze sehr interessant werden lassen. Für mich persönlich, wo ich eben Lust drauf gehabt hätte, mir das vielleicht mal irgendwann aufzubauen. Aber es gibt ja genug andere Armeen, die man spielen könnte. Dann klarerweise auch wieder die Support Units, die hier einem zur Verfügung stehen. Bemalanleitung und Basic-Anleitung ein bisschen, also die typischen Übersichten. Und dann geht es weiter zu den Rumänen. Die waren zu einem gewissen Teil für mich von Interesse, als ich mich ein bisschen begonnen habe, wieder etwas mehr bei V4 dann mit Flames of War zu beschäftigen. Das hat sich aber sehr schnell leider bei mir erledigt, weil sie grundsätzlich im Vergleich zum Spielablauf her von den Regeln ähnlich funktionieren wie die Italiener. Und da ich diese bereits habe und hier tatsächlich schon sehr viel mir besorgt habe über die Jahre, ist das dann, auch wenn es ein anderer Schauplatz ist, nicht so wirklich von übermäßigem Interesse mehr für mich, weil man eben hier von den Regeln her sehr viel ähnliche Sachen hat, eben wie hier dieser Aufbau, dass man eben einen Würfel wirft bei jeder Einheit und diese dann möglicherweise auf eine 6 eben dann ein besseres Profil bekommt. Das ist genau gleich wie bei den Italienern, heißt nur hier eben anders. Ansonsten sind es natürlich ein paar andere oder generell andere Fahrzeuge, logischerweise andere Panzer. Und hier, das sieht zwar alles irgendwie ganz interessant aus, aber so wirklich nach Panzer wirkt das dann doch nicht. Das ist bei den Italienern schon ein bisschen interessanter für mich persönlich, auch wenn natürlich hier wieder die Kombination mit den Deutschen möglich ist. Oder man hier auch wieder eigene Sachen hat, die man sonst nirgendwo sieht in anderen Armeen. Also so das ein oder andere interessante Thema ist hier natürlich schon auch dabei.
Aber auch wenn wir uns dann die Formationen jetzt anschauen, im weiteren Zusammenhang, sieht man auch hier im Vergleich jetzt da wieder mit den Italienern und auch allgemein, man hat auch hier wieder verhältnismäßig wenig Auswahl. Es ist ein bisschen mehr, als wir es vorher bei den Finnen gesehen haben. Durchaus interessant, aber auch hier, wenn wir schauen, Infanterie, haben wir nur die Möglichkeit auf eine Motor Rifle Company oder die Rifle Company. Und wir haben aber glücklicherweise ein bisschen mehr Möglichkeiten, auf unterschiedliche Support-Einheiten zurückzugreifen, was das Ganze vielleicht wieder zu einem gewissen Grad interessanter macht, auch im Vergleich zu den Finnen hier aus dem Buch. Vor allem auch hier, wo man Kavallerie spielen kann, finde ich persönlich eigentlich recht interessant. Aber wie gesagt, sie sind doch hier auch, wie man sieht, nicht sehr umfangreich. Man hat eigentlich nur 5 Hauptformationen, die man spielen kann. Und diese sind jetzt nicht so übermäßig interessant, da ist der Vergleich mit den Italienern halt dann schon sehr schlecht, weil die wesentlich mehr Auswahl in ihrem Buch Avanti haben, für in dem Fall natürlich Nordafrika, und auch sehr viel interessanter insgesamt wirken von den verschiedenen Truppentypen, die man zur Auswahl hat. Und wie eben gesagt, diese Regel, die sich beide Armeen teilen, sowohl hier die Rumänen als auch die Italiener, ist halt sehr interessant, weil es was anderes ist im Vergleich zu den anderen Armeen, aber halt nichts, weshalb ich jetzt hier zusätzlich zu den Italienern auch unbedingt noch Rumänen anfangen wollen würde, außer ich würde natürlich spezifisch mich auf diesen Schauplatz hier Ostfront im Late War konzentrieren wollen. Dann sieht es natürlich ein bisschen wieder anders aus. Und auch, wie man hier sieht, die Auswahlen sind jetzt nicht besonders übermäßig, also die Formationen selbst, die sind jetzt nicht wirklich groß. Hier ist es ein bisschen interessanter bei der T4 Medium Tank Company, aber der T4 selbst, ja, ist natürlich, ja, kann man irgendwie Deutsche dann auch wieder spielen. Also ist ja auch dann nichts wirklich anderes, auch wenn es irgendwie dann schon interessant aussehen würde. Aber auch hier wieder die typische Motor Rifle Company ist jetzt nicht so umfangreich und so abwechslungsreich interessant im ersten Moment. Auch wenn man natürlich hier, wenn man sich das Ganze anschaut, auch wieder mit diesen Support Units dabei, das ist natürlich dann wieder etwas, was die Armee anders macht als bei die anderen Armeen eben sind, was dann wieder sehr, sehr interessant sein könnte auf jeden Fall. Vor allem eben, wie ich es vorhin auch schon meinte, hier die Kavallerie, wenn wir uns die auch anschauen, ist ganz interessant. Careful wird auf die 4 Plus getroffen, okay, ist eigentlich ganz okay. Besser als, was hätten wir jetzt zum Beispiel gehabt bei den Infanterie, bei der Rifle Company zum Beispiel. Die werden schon auf die 3 Plus getroffen, also ist auf alle Fälle schon einmal ein bisschen besser. Motivation 4 Plus, Last Stand 5 Plus ist natürlich nicht sonderlich gut. Dann Skill Strength 4 Plus und Assault 3 Plus, das ist natürlich dann wiederum interessant, und im Falle, dass man eben diese 6 würfelt für die Einheit, wird das Profil hier ein bisschen besser. Also wirkt schon alles in allem ganz interessant. Interessant dazu ist noch die Bewegung, eben im Vergleich, wo waren wir hier, Rifle Company 8, 8, 12, 12 und Cross Auto. Und hier haben wir 8, 10, 20, 20 und Cross-Check 2 Plus. Also alles in allem dann durchaus einiges, was man hier an Geschwindigkeit aufbauen könnte, wenn man auf solche Kavallerietruppen setzen würde und diese eben in seine Armee mit einbaut. Wäre definitiv etwas, das man nicht so häufig eben auf dem Spielfeld sieht. Dann wieder typischerweise Painting Guide, und dann gibt es hier noch die Sowjets natürlich zum Abschluss. Hier werden wir auch gleich sehen, hier nach den Special Rules, die schon mal im Vergleich zu den anderen Armeen sehen wir hier recht umfangreich sind. Also das ist schon eine ganze Menge mit dabei, und eben dem sonstigen Abriss mit den Einheiten, mit der Übersicht hier auch nicht gerade wenig. Hier geht es noch einmal weiter, eine weitere Doppelseite mit Panzern, also da habt ihr schon sehr, sehr viel Material für die Sowjets drinnen. Abgeschlossen hier dann noch von Infanterie wieder eine Übersicht, was, wie gesagt, ich immer sehr, sehr spannend und gut finde. Und dann diese Doppelseite. Die Sowjet Force, die ganzen Formationen, die wir hier spielen können.
Und das ist schon sehr, sehr umfangreich. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo ich auch ganz klar sagen muss, sollte ich aus irgendeinem Grund Interesse haben, Sowjets anzufangen, wird es wahrscheinlich mit diesem Buch sein, spezifisch eben, weil mich doch Late War zu einem gewissen Grad dann interessiert, beziehungsweise ich damals auch in diese Richtung angefangen habe mit Flames of War in der 3. Edition damals. Also wenn ich jemals in Richtung Sowjets gehen würde, wäre es definitiv mit diesem Buch und eben mit dieser riesen Auswahl an Formationen, die ich hier zur Verfügung hätte. Da könnte ich mich schon sehr, sehr austoben. Ansonsten eben sehr schöne Übersicht. Ich denke, so wie es hier ausschaut, weil so viel Material hier dann wieder drinnen ist, ich werde hier doch auch auf die einzelnen Formationen im Laufe der Zeit eingehen und mir die ein bisschen genauer anschauen wollen. Auch hier zum Beispiel diese Engineer Saber Battalion ist etwas, das es, glaube ich, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, in keinem der anderen Bücher gibt. Also auch das wäre schon auch interessant, vielleicht auch sowas mal zu sammeln und aufzubauen. Und hier vielleicht, falls jetzt jemand von euch weiß, wie das Ganze hier ausschaut aus historischer Sicht, da kenne ich mich generell bei den Sowjets sowieso zu wenig aus. Sind die erst in dieser späten Periode des Kriegs dann aufgekommen, diese Einheiten, oder gab es das schon vorher? Weil wie gesagt, regeltechnisch habe ich das bei Flames of War, glaube ich, erst hier in diesem Buch das erste Mal gesehen. Was auch noch interessant ist eben bei den Sowjets, weil ich es hier wiederum sehe, diese Kommissar-Sonderregel, die haben da eben eine bessere Motivation, solange noch ein Kommissar mit dabei ist. Auch das wieder etwas, wo man schon ein bisschen, dann auch spezifisch jetzt für Flames of War Neulinge, ein bisschen wieder Abwechslung reinbekommt, wenn man sich überlegt, welche Fraktion man eventuell spielen wollen würde. Weil da eben nicht alles so gleich ist, auch wenn sich dann wieder vieles ähnelt. Aber doch durch gewisse Sonderregeln kann man hier eben schon sehr, sehr unterschiedliche Sachen aufbauen und sehr viel Abwechslung reinbekommen. Alleine schon dadurch, welchen Schauplatz man eben wählt, ob man vielleicht hier Late War Ostfront spielt, D-Day oder vielleicht auch Nordafrika. Wie gesagt, auch hier eine Menge Auswahl und gleich wie auch bei den Deutschen haben wir auch hier wieder eine Armeeübersicht, eine Beispielarmee. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine Armee, für die es eigentlich eine Starterbox gibt. Und da ist man eigentlich mit dieser Starterbox plus, glaube ich, noch eine zusätzliche Box, die man sich zulegen müsste, kommt mir vor, ist man dann eigentlich auch schon fertig, weil man bräuchte eigentlich nur die Command Cards für die Lucky Card eben, und ich glaube, diese Einheit ist nicht dabei, die müsste man extra kaufen in einer eigenen Box, aber alles andere ist, glaube ich, in dieser Starterbox mit dabei und man hätte schon eine fertige 100-Punkte-Armee. Und dann hier eben zum Abschluss noch die Polen. Wie gesagt, hat mich sehr überrascht, das hier zu sehen, und ich glaube, das war eben ein eigenes Booklet, deswegen hatte ich das gar nicht auf den Schirm. Ist zwar vielleicht interessant aufzubauen, ganz spannend, aber wie man sieht, eigentlich nur eine einzige Formation, die man natürlich aufbauen kann in diesem Fall, mit nur relativ wenig Support dabei. Aber es ist sehr, sehr schön zu sehen, was da alles dabei ist oder dass man das machen kann, und eben auch freue ich mich schon drauf, mich hier ein bisschen einzulesen, denn damit habe ich mich, also mit den Polen, noch gar nicht wirklich befasst bei Flames of War in keinster Weise. Gab es sicher auch schon bei V3, da ist es mir aber auch nie untergekommen und ich habe auch nie in irgendeiner Weise dagegen gespielt. Und dann das Ganze zum Schluss wieder mit natürlich ein bisschen Terrain-Übersicht, Gelände, wie kann so ein Tisch aussehen, vor allem interessant für Leute, die gerade erst anfangen, City Fighting, ein bisschen Übersicht dazu. Und dann auch hier wieder, wie in diesen Büchern eben üblich, man hat hier dann wieder eigene Missionen dabei, die schon auch Sinn machen. Und hier die Übersicht eben zur Firestorm-Bagration-Kampagne. Die gibt es ja, glaube ich, auch einzeln als eigenes Produkt. Da steht es eh schon, das Direct Only Product. Also auch hier kann man diese Kampagne dann nachspielen, wenn einen das interessieren sollte. Und finde ich auch immer ganz gut, dass solche Sachen in solchen Büchern dann mit dabei sind, weil das eben auch noch einen zusätzlichen Mehrwert liefert, wieso man sich die Bücher vielleicht kaufen sollte, auch wenn man vielleicht gar nicht spezifisch den Schauplatz abbilden möchte. Aber man kann die Sachen ja auch anderweitig verwenden.
Hier geht es ja noch weiter mit den Missionen und eben dann noch weiteren Sonderregeln dazu mit River Battles. Auch das wieder etwas, was man so aus den anderen Büchern nicht wirklich kennt. Da ist eine ganze Menge an Übersicht eigentlich dabei und dann ist man auch schon fertig. Und dann ist man auch schon am Ende von dem Buch. Also ein sehr, sehr umfangreiches Buch, dementsprechend auch die Vorstellung hier ein bisschen größer geworden. Ich weiß nicht persönlich, ob ich Ostfront 1944 jemals irgendwas aufbauen werde. Interessant wären, wie ich vorhin schon sagte, auf alle Fälle die Sowjets für mich, weil man hier sehr viel Auswahl auch hat. Aber mal schauen, wie es hier weitergeht. Auf alle Fälle, ich möchte mir hier in nächster Zeit dann auch mal die verschiedenen Armeen etwas in einzelnen Videos anschauen. Also überleg zu abonnieren, falls das etwas ist, was dich interessieren könnte. Dann verpasst du diese Videos auf gar keinen Fall, wenn diese online kommen werden.